Ja, das ist unsere Tour. Da kommen wir ganz schön in Schräglage, sehen die Schlammvulkane in Rumänien und die Bären. Wir entdecken, dass Rumänien auch tolle Strände hat. Und obwohl uns das Auto kaputt geht, haben wir eine tolle Zeit in Griechenland. Ah, das ist also das Land, wo vor Bären gewarnt wird und Freistehen erlaubt ist. Wir hatten tolle Schlafplätze, auch wenn wir uns nicht immer ganz sicher waren, ob wir im Wald nicht vielleicht doch mal von einem Bären überrascht werden. Diese unkomplizierte Freiheit, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das Wetter war hier zuerst mehr als bescheiden, muss man sagen. Wir hatten uns als erstes Ziel das Black Sheep Camp vorgenommen. Ja, wer würde da besser hinpassen als wir? Der Weg war nass. Es war windig. Es ging stetig bergauf. Wir haben ein paar Mal überlegt, umzudrehen, weil wir nicht wussten, ist es da oben viel zu matschig zum Stehen oder haut es uns das Dachzelt weg? Ja, aber die Rumänen, die kennen kein Wetter. So wurden wir empfangen. Es gibt jede Menge Platz, es ist windgeschützt durch die Bäume und zelten kann man auch. Und dieses kleine Holzhüttchen da, das ist ein Plumpsklo. Da hat sich Thomas um 5 Uhr morgens eingesperrt. Da ist der Riegel umgefallen und er kam alleine nicht mehr raus. Ich musste ihn retten. Und dann ist da einfach so ein Riesenhund bei 2 Mädels ins Zelt spaziert. Hat das kaputt gemacht, weil da ein anderer Hund drin war, wo er hin wollte. Oh Mann, die Armen. Stell dir mal vor, du schläfst noch und dann ist da plötzlich so ein fremder, großer Hund über dir oder ein ganzes Zelt ist kaputt. Man kann bei Dana und Tudor kostenfrei stehen. Es gibt aber eine Spendenbox. Für die Karpaten hatten wir uns einen Offroad-Track rausgesucht und wir waren voller Vorfreude. Wir fahren jetzt ein bisschen Offroad hier und fahren normalerweise auf der Straße mit 3,1 Bar. Wir lassen erstmal runter auf 2, dann haben wir ein bisschen mehr Grip. Wir waren gespannt auf die Strecke, ob wir überhaupt gut durchkommen nach dem ganzen Regen der letzten Tage, auf die Landschaft, welchen Tieren wir begegnen und ob wir überhaupt hier Schlafplätze finden. Was sagst du, gibst du uns ein bisschen Milch? Was ist das denn? Was war denn das ursprünglich mal für ein Fahrzeug? Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass die Bären sich hier wohlfühlen. Dann hoffen wir mal, dass die nicht den Weg zu unseren Schlafplätzen finden. Oh je, kommen die Kühe hier hoch, Floyd. Hast du schon die Ohren angelegt? Jetzt kommen die Kühe hier auf unseren Schlafplatz. Ein Penny für die Gedanken von den beiden. Das ist Hammer hier. Nix ist langweilig. Jede Strecke bietet eine Abwechslung. Schmale, unebene Wege, tiefe Pfützen, schöne Aussichten in die Ferne, Fahren direkt an der Kante zum Abgrund, holprige Passagen durch tiefe Furchen und Geröll, dann wieder aber matschige Abschnitte, Begegnungen mit verschiedenen Tieren und diese friedliche Ruhe. Die legt sich wie eine wohltuende Decke auf unsere Seelen. Dann sind wir plötzlich ganz müde geworden. Wir hätten die Schafe nicht zählen sollen. Ja, und dann wollten wir so einen unscheinbaren Hügel hochfahren. Das hatte nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Anfang sah der Weg noch gut aus, aber durch den Regen war der ganz schön aufgeweicht und wir haben da so Fahrrinnen reingefahren. Ja, die waren wie Schienen, da sind wir immer wieder rein zurückgerutscht. Und es ging seitlich bergab. Durch den hohen Schwerpunkt des Autos hat es sich wirklich angefühlt, als würden wir jeden Moment umkippen. Auf den Videos sieht man auch immer gar nicht, wie steil das wirklich ist. Aber naja, Thomas hat es auf jeden Fall geschafft und wir sind weitergefahren. Urlaub am Meer zu machen, das ist top. Aber wer schon mal in den Bergen war, der weiß, wie man hier zur Ruhe kommt. Es ist schön hier. 1650 sind wir jetzt gerade oben. Gestern hatten wir noch 41 Grad. Hier oben sind nur noch, ich weiß gar nicht, ich glaube 21 oder sowas. Wir sind jetzt am höchsten Punkt des Tracks an 2010, glaube ich, Meter. Ist das. Das ist die Rundumsicht. Weil wir hängen gerade mitten in Wolken. Ui. Wir haben die von unten gesehen, dass die Wolken in den Berg reinschieben. Und das ist genau der Zipfel, den sie erwischen. Und wir hatten einen epischen Ausblick erwartet. Das ist ein mobiler Bienen-LKW. Das muss aber ein guter Honig werden hier oben.
Diese Tour sind wir auch wieder mit Covadis X fürs Handy gefahren. Für den guten Empfang hatten wir uns ja einen externen GPS-Empfänger gekauft. Wege und Höhenlagen sind gut zu erkennen. Man kann Wegpunkte eintragen und die GPS-Koordinaten werden immer angezeigt. Besonders positiv ist uns die Freundlichkeit aufgefallen. Sowohl mit den Menschen als auch mit den Straßenhunden. Das ist das erste Mal, dass die dicke Bertha von einer Kuh geknutscht wird. Die Berge machen ihn fertig. Will der Pässe kontrollieren oder was? Ja, die sortieren hier aus, wer ihnen nicht passt. Da stellt die sich mitten in die Kurve. Das ist gefährlich, mit in der Kurve zu stehen mit einem Knackarschi. Was machen wir mit der? Oh, vielleicht nehmen wir die mit. Wir konnten natürlich nicht nach Rumänien fahren, ohne Transsilvanien zu durchqueren. Dort, wo Dracula zu Hause war und den Erzählungen nach in diesem Schloss lebte. Für uns eine herbe Enttäuschung. Es wird extrem touristisch ausgeschlachtet und für uns war es uninteressant. Daher sind wir direkt weitergefahren. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? War hier schneller drüber, nicht, dass wir hier auch noch... Die Brücke abgerutscht. Ach du Kacke. Kuh mit Gelbchen. Die Transfagarasan und die Transalpina sind zwei bekannte, wunderschöne Panoramastraßen. Und hier hat man die Chance, Bären zu sehen. Diese Straßen werden abends zu einer bestimmten Uhrzeit allerdings geschlossen. Bären sind normalerweise scheu. Hier ist es nur möglich, sie zu sehen, weil Menschen sie gefüttert haben, was heute unter hohen Strafen verboten ist. Für uns war es beeindruckend, sie so nah zu sehen. Ich fasse es nicht. Wahnsinn. Die sehen schon ganz ruhig und friedlich aus, aber es kam schon des Öfteren zu Todesfällen, weil sie unterschätzt wurden. Wieder etwas abseits unterwegs auf der Suche nach einem Schlafplatz, tauchte plötzlich dieses Privatgeländeschild vor uns auf. Wir entdeckten diesen Herrn und Thomas ist mal eben raus und hat ihm erklärt, dass wir natürlich sofort umdrehen und warum wir überhaupt hier hochgekommen sind. Der meinte aber, er kennt die Besitzer und es ist mit Sicherheit gar kein Problem, dass wir da schlafen dürfen. Und wirklich, voll nett, oder? Wir konnten hier schlafen und sogar unseren Grill anmachen. Wirklich total lieb, da hat er uns einen kleinen Sprachguide erstellt, die wichtigsten Worte vom Englischen ins Rumänische übersetzt. Und das hat er uns den nächsten Morgen zur Abreise geschenkt. Nächster Stopp, die Schlammvulkane. Ja, wir wussten ja gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das sieht schon mächtig gewaltig aus. Der ausgetrocknete Schlamm sieht so außerirdisch aus, dass das Gebiet schon oft für Science-Fiction-Filme genutzt wurde. Hört ihr das Blubbern von hier schon? Ja, und dieses Blubbern, das kommt, weil aus 3000 Metern Tiefe die Erdgase den Schlamm nach oben drücken. Hier fließt das von ganz da oben hier runter und dann trocknet das irgendwann ein. Unser letzter Stopp war die Schwarzmeerküste. Wer hätte gedacht, dass Rumänien so schöne Strände hat? Sowohl Feierfreudige als auch Ruheliebende kommen hier voll auf ihre Kosten. Wir hatten einen wunderbaren Platz direkt am Meer und es hat uns so gut gefallen, dass wir für uns eine Premiere hatten. Wir sind 3 Tage an einem und demselben Ort geblieben. Das haben wir noch nie geschafft. Ich wollte schon fast eine Wohnadresse einrichten. Floyd hat auch eine Freundin gefunden. Ich glaube sogar, er hat nachts von ihr geträumt. Wir wären sicher sogar noch länger geblieben, hätten wir uns nicht vorgenommen, noch nach Griechenland zu kommen. Pünktlich zu diesem wunderschönen Sonnenuntergang haben wir die griechische Grenze passiert. An unserem Schlafplatz wurde am nächsten Morgen durch diese örtliche Gang erstmal die Grenzkontrolle durchgeführt. Es sind ganz schön viele, die meisten sind da noch im Gebüsch versteckt. In den Salzseen waren überall Flamingos, deshalb bin ich auf die Pirsch gegangen, um sie etwas näher filmen zu können. Aber die Biester sind so schreckhaft, das ist der einzige, den ich nachfilmen konnte. So, Floyd hat in Griechenland seinen Freischwimmer gemacht. Der ist echt schnell. Dafür, dass er heute das erste Mal geschwommen ist, macht er das super. Hier, das Land gefällt uns. Wir haben auch schöne Hundestrände gefunden und wir hatten auch schöne Schlafplätze. Und dann haben wir diese Perle entdeckt. Also für uns war es zumindest eine Perle.
Guck mal, was wir für einen riesigen Strandverlassung gefunden haben. Das ist keine Sau, weil die Zufahrt ist so schwierig. Das sind 4 Leute. Kilometer weit. Das ist wie bei Robinson Crusoe. Hier ist keiner an diesem riesigen Strand. Keiner. Wir sind ganz allein. Tja, und dann war die Entdeckungsreise erstmal zu Ende, weil die dicke Bertha gehinkt hat. Fehlersuche, Fehler gefunden. Luftbalg hat einen Riss, Auto bleibt nicht oben. So sind wir in diesem kleinen Ort gestrandet, mussten das Auto dann aber nach Thessaloniki bringen lassen, weil wir hier das Ersatzteil nicht bekommen konnten. Das wiederum musste aus Athen bestellt werden und so hatten wir mehrere Tage Zeit, die Stadt zu erkunden und einen wunderschönen Hotelaufenthalt zu genießen. Und Thomas stand hier an genau derselben Stelle, wo sich schon sein Opa und dessen Bruder im Zweiten Weltkrieg zufällig getroffen haben. Irre. Ja, Budapest war auf unserer Rückreise nochmal ein festes Ziel. Und hierher werden wir mit ein bisschen mehr Zeit nochmal wiederkommen, denn die Stadt hat uns richtig gut gefallen. Hier wird alle paar Minuten so ein feiner Wassernebel angemacht. Und dann sieht das so aus. Kulinarisch können wir von unserer Reise besonders dieses Restaurant in Budapest empfehlen. Die Gulaschsuppe. Die schmeckt, wie Gulaschsuppe eben schmecken muss. Und auch die Langosch sind sehr, sehr lecker. Außerdem müsst ihr in Rumänien unbedingt diesen Nachtisch probieren. Ich kann es nicht aussprechen, aber so heißt er. Wir fanden ihn alle 3 grandios. So, nachdem wir wieder zurück sind aus Griechenland, wir hatten ja das Problem mit dem Balg hinten von der Luftfederung. Die eine Seite war ja gerissen. Und zwar hier unten an dieser Stelle. Das ist einfach nicht so drin. Und das wird hier auch schon langsam porös, da sieht man es auch. Aber der hat noch dicht gehalten, deswegen hatte ich die mitgenommen. Die Teile, die mussten aus Athen extra hergeschafft werden, Richtung Thessaloniki, und das dauerte halt zu lange. Aber was wir dann auf der Rückfahrt hatten, so die letzten 1000 Kilometer, 1500 Kilometer, Bremsversagen. Das heißt, auf einmal hartes Pedal, die Bremse funktionierte, die war auch nicht so heiß, das hatte ich alles schon geprüft gehabt. Und da mit genug Beinkraft die Bremswirkung da war, mit 2 Beinen, bedeutete das, dass da irgendwas mit dem Bremskraftverstärker, irgendwas in der Richtung nicht in Ordnung war. Und ich habe heute mal als erstes geguckt, diesen Unterdruckschlauch, der da dran geschlossen ist. Das ist der Bremskraftverstärker. Das ist der Unterdruckschlauch, der hier dran hängt. Und der hier hat sich gelöst, der war eigentlich hier drin. Und weil er sich gelöst hatte, schrubberte er die ganze Zeit an dem heißen Turbolader. Ja, also an dem Krümmer hier praktisch. Und wenn man von der anderen Seite guckt, dann sieht man hier eindeutig, hier fehlt Schlauch. So, das wäre natürlich geil, wenn das ist. Ich werde das jetzt erstmal provisorisch abdichten und testen. So, diese Leitung genommen, längs aufgeschnitten, drüber gelegt, Schellen dran gemacht. Hier ist ja die 20 mm, da ist ungefähr der Riss drin. Dichtet jetzt wieder super ab. Probefahrt gemacht, Auto bremst, tut was es soll. Im Prinzip ist er damit wie neu und wir könnten direkt wieder los. Denn the globe is calling us.